Die Admin-Funktion bei EasyFeedback. Wenn Sie sich bei uns bei EasyFeedback für den Company- oder Enterprise-Tarif entschieden haben, stehen Ihnen mehr Funktionen zur Verfügung. Das heißt, Company, Enterprise, wie der Name schon sagt, Sie nutzen das im größeren Einsatz, da brauchen Sie auch mehr Kontrolle und noch besondere oder extra Funktionen, die das Handling und die Verarbeitung oder das Arbeiten damit für Sie und auch für die Kollegen oder Mitarbeiter, wie auch immer, die damit arbeiten, um es einfach zu vereinfachen. Als Admin oder als Benutzer, der Admin-Rechte erhält, das kann explizit eingestellt werden, können Sie hier oben über Account in die Account-Daten wechseln und in den Account-Daten finden Sie den Reiter Admin. Hier bieten wir Ihnen extra Funktionen an, die für den Administrator, für die administrativen Tätigkeiten von Nutzen sind. Das fängt an, dass wir ein Standard-Umfrage-Layout definieren können. Heißt einfach, wenn Sie im Bereich Layout ein Master-Layout oder ähnliches definiert haben, können Sie das hier auswählen und sagen, dass mein erstes Layout, exemplarisch jetzt gesagt, das ist das Standard-Umfrage-Layout für jede neue Umfrage. Dadurch ist sichergestellt, dass kein Mitarbeiter das vergisst, vielleicht eins zu wählen, und Sie haben mindestens Ihre Aufgabe erfüllt, dass die Corporate Identity, das Corporate Design immer standardmäßig schon mal vorausgewählt ist und alle Umfragen gut aussehen. Das können Sie hier einstellen. Dementsprechend auch können Sie ein Farbschema für die Ergebnisse hier einstellen. Wenn Sie irgendwo in einer Umfrage sich ein Farbschema abgespeichert haben, hier sind jetzt so New 1 und 2, können Sie sagen, dieses Farbschema soll immer in der Auswertung genutzt werden. Da muss der Mitarbeiter das nicht selber machen. Es gibt noch die Möglichkeit, die Suchmaschinen, Umfragen, Suchmaschinen, dass es immer sichtbar ist oder unsichtbar ist. Vermutlich wird es immer unsichtbar sein bei Ihnen. Das können Sie hier Default einstellen. Als zweites haben wir die Möglichkeit, Datenschutzhinweise global im EasyFeedback-Account zu hinterlegen, was für jede Umfrage schon mal automatisch genommen wird. Hat auch wieder den Vorteil, dass der Mitarbeiter nicht bei jeder Umfrage sich darum kümmern muss, sondern im Generellen gibt es einmal Datenschutzhinweise, die Sie intern abgesprochen und definiert haben. Wenn Sie das hier anwählen, dann wird für jede neue Umfrage dieser Datenschutzhinweis übernommen. Das erspart Ihnen und auch den Mitarbeitern viel Arbeit und erleichtert halt die Zusammenarbeit. Vielleicht machen Sie es sogar so, dass Sie hier einen Teil in Rot markieren und sagen, lieber Mitarbeiter, bitte guck einmal kurz durch, oder wenn das so eine Befragung ist, dann das löschen und bei der anderen Befragung das löschen oder wie auch immer. Da kann man sich sicherlich behilflich sein, um das noch einfacher zu gestalten und alle Anwendungsfälle abzudecken. Als drittes haben wir hier das Freigabeverfahren. Das Freigabeverfahren ist dafür da, ich kann bei den Mitarbeitern bzw. bei den Benutzern, bei den Rechten, die man vergibt, kann man einstellen, dass der Benutzer nicht eigenständig Umfragen veröffentlichen darf. Hat einfach den Hintergrund, wenn Sie mit mehreren Benutzern, Mitarbeitern arbeiten, ist nicht vielleicht jeder ein Experte, ein super Experte im Schreiben, im Konzipieren etc. Und damit haben Sie die Kontrolle, was veröffentlicht wird. Das heißt, Sie können bei den Mitarbeitern explizit einstellen, in der Benutzerverwaltung, die finden Sie hier, Benutzerverwaltung, können Sie einstellen, ob der Benutzer eigenständig veröffentlichen darf oder nicht. Wenn er es nicht darf, muss er um Freigabe bitten, und das ist dann diese Funktion hier. Das heißt, Sie können hier eine E-Mail-Adresse eingeben, wohin diese Bitte um Freigabe gesendet wird. Dann haben Sie die Kontrolle. Sie können auch einstellen, Freigabe darf pro Umfrage nur einmal angefragt werden. Ganz klassischer Fall, der Mitarbeiter drückt drauf und sagt, jo, ich möchte das jetzt haben, bitte um Freigabe. Halbe Stunde später hat er noch nichts gehört, klickt er wieder drauf und Sie kriegen die ganze Zeit nur E-Mails, beziehungsweise Sie haben das in ein Ticketsystem, vielleicht nach automatisiert, und da werden x Tickets angelegt, weil der Mitarbeiter das einfach nicht sieht und nicht weiß, was da hinten rum passiert. Deswegen kann man das hier einschränken, und Sie können auch noch so einen kleinen optionalen Text darunter setzen. Das ist eine kleine Information, wie ist der Workflow bei Ihnen, bitte beachten Sie das, oder in der Regel dauert es x, bis die Freigabe erfolgt. Also das können Sie hier ein bisschen einstellen. Benachrichtigung. Aus dem System werden immer automatisierte Benachrichtigungen gesendet. Das heißt, wird eine Umfrage aktiviert oder beendet, wird eine Freigabe versendet, Versandreport von E-Mails, Bestellung, Rechnung, Löschroutinen und automatische Löschung. Das sind so automatische Mails, die kommen,
Und wenn Sie da auch informiert bleiben möchten, könnten Sie natürlich hier Ihre E-Mail-Adresse zusätzlich eintragen und kriegen immer diese E-Mail sozusagen in CC, dass Sie auch das wissen, was ist gerade im Tool los, wie wird es genutzt, wie viel wird es genutzt, weil Sie nichts verpassen möchten oder systemrelevante E-Mails auf jeden Fall erhalten wollen. Das nächste ist Passwort und Sicherheit. Hier können Sie Ihre eigenen Passwortrichtlinien hinterlegen. Jedes Unternehmen wird wahrscheinlich minimale Anforderungen an Passwörter haben, die genutzt werden sollen oder müssen, wenn Systeme genutzt werden, wo man sich einloggen muss. Und das können Sie hiermit abbilden. Das heißt, Sie haben eine Mindestanzahl an Zeichen, die Sie definieren können. Die muss der Mitarbeiter dann auswählen, der Benutzer sozusagen. Die Komplexität, mindestens einen kleinen Großbuchstabe und eine Zahl oder mit Sonderzeichen, das können Sie auswählen. Der Wechselrhythmus, alle x Tage oder einmal im Jahr muss das Passwort gewechselt werden. Die Historie, das heißt, es findet eine Prüfung statt, dass die letzten 5 vergebenen Passwörter nicht nochmal genommen werden dürfen. Also der muss sich aktiv für was anderes entscheiden, dass Sie da mehr Sicherheit haben. Das können Sie hier, wie gesagt, individuell einstellen. Dazu haben wir noch die Sicherheit, das heißt eine automatische Login-Sperre für Admin, auch für Admin und Benutzer nach x ungültigen Anmeldeversuchen. Ich kann sagen, die Zeitsperre soll aktiv werden, wenn 5 oder weniger Anmeldeversuche ungültig waren. Und dann können Sie auch definieren, wie lange die Zeitsperre aktiv ist, von 5 Minuten bis 24 Stunden. Da sind Sie also frei, dass Sie Ihr eigenes Sicherheitskonzept auch hier mit Easy Feedback umsetzen können. Und als letzten Punkt bieten wir Ihnen noch an automatische Löschroutinen. Das bedeutet, es gibt Vorgaben in Unternehmen, dass Datensätze mit einer automatischen Löschung belegt werden müssen, damit es nicht vergessen wird, dass diese Daten irgendwann mal gelöscht werden. Und auch das kann mit Easy Feedback gemacht werden. Das heißt, Sie können eine neue Löschroutine anlegen und wir sagen jetzt mal unbefristet, dann ist das eine unbefristete Löschroutine. Das heißt, es findet keine Löschung statt. Und wir sagen, wir nehmen eine 18 Monate, die nennen wir auch so, damit wir sie inhaltlich schnell wiederfinden, 18 Monate. Und jetzt haben wir die zweite Löschroutine, das heißt eine Umfrage oder Teilnehmerlisten, also da, wo die personenbezogenen Daten und die Daten drinstehen, die können wir mit dieser Löschroutine bestücken. Und Sie können jetzt hier definieren, Löschroutine muss für jede neue Umfrage und Teilnehmerliste vergeben werden. Das heißt, der Mitarbeiter oder Benutzer wird dazu gezwungen, eine auszuwählen, zum Beispiel unbefristet, aber er muss es aktiv mindestens tun, er kann es nicht vergessen. Und das zweite ist das Ändern einer Löschroutine. Man könnte ja die Löschroutine ändern, weil sich das Gesetz geändert hat oder der Datensatz geändert hat. Und das Ändern einer Löschroutine darf nicht vor dem aktuell gewählten Datum liegen. Das heißt, ich darf das nicht verkürzen, weil eine Mindestaufbewahrungsfrist vorhanden sein muss. Aber es kann sein, dass der Datensatz ja noch länger liegen bleiben muss, weil sich, wie gesagt, irgendwas verändert hat. Und das können Sie hier frei einstellen, sodass Sie auch da sicher sind, dass das System sauber genutzt wird und dass Sie Ihre eigenen Anforderungen an Datenschutzsicherheit und Richtlinien hiermit erfüllen können. In dem Sinne bieten wir Ihnen hier relativ viele Funktionen an, dass Sie das Ganze ein bisschen auf Ihre persönlichen Bedürfnisse oder Unternehmensbedürfnisse anpassen können. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, wie sich das mit der Benutzerverwaltung verhält. Sie sind Admin oder eine andere Person ist Admin und Sie haben weitere Personen angelegt, Mitarbeiter, Kollegen etc. Und über das Bearbeiten der Benutzerrechte haben wir hier unten ganz unten die Admin-Funktion erlauben. Wenn Sie diesen Haken setzen, wird der Reiter aktiv und der Mitarbeiter oder Benutzer hier hat darauf Zugriff oder Sie entziehen ihm das Recht wieder und mit Speichern ist es auch sofort wieder getan. Könnte man zum Beispiel benutzen als Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung oder ähnliches. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Administrieren Ihres Accounts, viel Erfolg beim Durchführen der Befragung und dass alles reibungslos läuft und Sie da mit den Funktionen die nötige Unterstützung erfahren haben.